Hey, Hey. was sagen wir dazu? Also ich würde außer Wow erstmal gar nichts sagen. Ein gutes Wow. Ein sehr gutes Wow. Ihr ruhig ran. Danke. Hey Leo. Hey, Jules. Sorry, dass ich dich so früh störe. Kein Problem, du störst nicht. Ja, tut mir leid, dass ich gestern nicht mehr angerufen habe. Ich habe die Zeit voll übersehen. Oh, kein Problem. Mein Akku war leer. Okay, ja, dann ist eh gut. Wie ist es mit Marc gelaufen? Marc? Mit Marc. Marc, der Typ, den du vom Bahnhof abholen wolltest. Ja, Marc vom Bahnhof abgeholt. Ja, genau, das habe ich. Ja, ja, hat passt. Okay. Ja, je weniger ich mich mit ihm befassen muss, desto besser. Ja, deswegen, glaubst du, dass Marc auf Männer stehen könnte? Marc? Der niemals. Oh, niemals. Okay, ja gut. Du kennst ihn besser. Gut, wir sehen uns eh später noch. Bis später. Tschüss. Was ist los? Nichts. War ein bisschen seltsam. Leo halt, du kennst ihn ja. It's a beautiful day, I'm running away. Don't bother to Facebook, message or call me. Cause I'm living life in airplane mode and everything is okay. I just wanna play, unplug for the day and live in the moment. Cause I'm living life in airplane mode, yeah. Morgen. Morgen, schon so früh, wa? Ja, wie soll ich denn sonst irgendwas erledigt bekommen? Früher warst du nie vor 14 Uhr wach. Früher hatte ich auch nicht vor, am Tag was zu erledigen. Und das wäre? Ich suche mir einen Job. Auf dem Tablet. Jobbörse, du Genie. Und, was war dabei für dich? Naja, kommt mir nicht vor, als ob da irgendwas für einen Normalsterblichen dabei wäre. Wieso? Weiß nicht, diese Stellenausschreiben, die immer nach einem aufstrebenden Talent mit langjähriger Erfahrung suchen, klingt mehr nach Suche 20-Jährigen mit 30 Jahren Berufserfahrung. Bewirb dich einfach. Die Leute, die diese Stellenausschreibungen schreiben, haben meistens viel weniger Ahnung von der Materie als du. Kann schon sein, aber echt abnormal, was man heutzutage von einem verlangt. Nach was für Jobs suchst du überhaupt? Irgendwas, wofür ich qualifiziert bin? Die wären? Keine Ahnung. Ich meine, Matura habe ich, abgeschlossenes Studium nicht, aber angefangenes. Nicht, dass ich dich sonst fragen würde, aber welche Interessen hast du denn? Malen? Als Malerin findest du keinen Job. Michelangelo hat das. Michelangelo war auch talentiert. Und ein Mann. Bisschen sexistisch, oder? Und blind. Aber erst nach seinem letzten Großauftrag. Besserwisserin. Hättest du dein Studium abgeschlossen, würdest du dir jetzt leichter tun. Tust du irgendwas sonst gerne? Ich meine, trinken, mit Alkohol experimentieren, so wie mit deinem Whisky. Damit kann man auch nicht viel machen. Was machst denn du eigentlich noch zu Hause? Solltest du nicht schon in der Arbeit sein? Der Vorteil, bei einem Brettspielunternehmen zu arbeiten, ist, dass man von zu Hause aus tüfteln kann. Und an was für Ideen tüftelst du gerade? Sag ich dir, wenn ich eine Idee gefunden habe. 20. Hättest du 500 gesagt, wäre es viel beeindruckender gewesen. Naja, das wäre aber gelogen. Ehrlich und gut trainiert, beeindruckend. Wer bist du? Sarah, hi, von der Damen-Kunstturnmannschaft. Mein Trainer hat gesagt, ich soll mich an dich halten beim Training. Ah, hat er das. Super, selbst zu faul, die Rohdiamanten zu schleifen. Ist ein Wahnsinn. Klingt, als wärst du der Held der Mannschaft. Ich bin schon lange nicht mehr in der Mannschaft dabei.
Wieso denn das? Weil ich Mathematik studiere und die Professoren auf der Uni denken, dass es nichts anderes gibt außer die Uni. Also Hobbys und so geht mal gar nicht. Also den Stereotypen eines Mathematikers erfüllst du schon mal gar nicht. Warum? Weil ich keine zurückgeschleckten Haare habe, keine Brille trage. Nein, so klug bist du einfach nicht. So viel dazu, dass ich dich bei meinem Training mitmachen lasse. Ach komm, ich denke, ich habe dich schon längst überzeugt. Und? Was sagen die jetzt dazu? Also ich würde eigentlich bei wow bleiben, aber wenn du darauf bestehst, könnte ich sagen, ich bin stark verwirrt. Das klingt gut. Seit wann weißt du, dass du Was? lesbisch bist? Oh nein, ich würde nicht sagen, dass es lesbisch ist. Mehr bi. Und seit Brasilien weiß ich's fix. Hat es da jemand Besonderen gegeben, über den du das rausgefunden hast? Nein, gar nicht. Einfach nur mich selbst und viel Zeit dafür, um mich selbst besser kennenzulernen. Und kennst du dich jetzt besser? Ja, eigentlich schon. Ich habe eigentlich immer schon gewusst, dass ich Frauen genauso attraktiv finde wie Männer, aber ich habe mich halt nie getraut, das wirklich auszuprobieren. Und deswegen war das mit dir mehr als therapeutisch. Das finde ich super an dir. Und seit wann weißt du es? Naja, eigentlich gar nicht. Also bis gestern habe ich nicht einmal gewusst, dass ich so auf jemand abfahren könnte. Du hattest also deinen Moment. Und der Moment dauert noch an. Du hattest also wirklich keine Ahnung. Naja, eigentlich habe ich es immer schon ein bisschen gewusst, aber am Land hat man keine Möglichkeit zu experimentieren und ich habe immer wieder mal einen Typen süß gefunden, wo sich dann rausgestellt hat, dass es eigentlich eine Frau war. Und da habe ich es mir dann schon gedacht, ein bisschen. Also jetzt weißt du es bestimmt? Ja. Hey, was geht? Hey, alles bestens. Tut mir wirklich leid, dass ich mich nicht gemeldet habe, aber ich habe so viel zu tun gehabt und ich war einfach sogar zu müde, den Laptop aufzumachen. Ist schon okay. Wie läuft's bei der Weiterbildung? Es ist wirklich toll. Das alles hier ist wie ein Freigelände. So, es gibt fast keine Zäune und die Tiere sind fast überall wild. Das ist so toll zu sehen. Hast du dort nicht mal ein Lehrseminar besucht? Das auch, aber ich fokussiere mich lieber auf die Tiere. Du kennst mich. Ja, verständlich. Bevor ich daran denke, mit Kindern zu arbeiten, würde ich auch lieber wilden Löwen begegnen. Naja, so wild sind die eigentlich nicht. Und die waren alle wirklich, wirklich süß. Ich könnte sie die ganze Zeit knuffen. Das war eigentlich als Scherz gemeint. Ach so. Ja, ich war wohl wieder auf der Leitung. Entschuldigung. Wegen Andi. Ja, ich dachte, bei ihm ist alles gut. Leider nicht wirklich. Ja, Mara hat ihn hart rejected. Mist, ich habe doch gedacht, das ist eine fixe Sache. Das hast du doch letztens gemeint, oder? Er anscheinend auch. Hat sie einen Grund genannt, warum sie nicht wollte? Ja, sie meinte, sie mag ihn, aber nicht auf die romantische Art und Weise. Ach, das ist der Killersatz. Bitte kümmere dich um Andi, bitte. Ich mache mir wirklich Sorgen. Klar. Er ist ja unser kleiner Teddybär. Da stimme ich nicht ganz zu. Aber ich muss jetzt Schluss machen. Ich muss schon weiter. Es tut mir wirklich leid. Tschüss. Klar, bis bald. Sie muss es nie wissen, es ist alles okay. Es ist nichts Verwerfliches passiert. Morgen. Hey, gut geschlafen? Naja, soweit du das halt zugelassen hast. Tut mir schrecklich leid. Aber hey, das ist mein Job. You aim to satisfy? I aim to blow your mind. Humor hast du auf jeden Fall genug. Also, sind ja doch noch ein paar Bier geworden gestern. Ja, Boys, gut gesagt. Wir haben zusammen locker 20 Bier gekillt. Ja, ist ein schwacher Dienstag. Du Säufer, du. Du, Probleme werden erst dann zu Problemen, wenn man sie als solche anerkennt. Jetzt verarschst du mich aber. Ja, ich trinke nicht wirklich immer so viel. Okay, gut zu wissen. Aber trotzdem wirkst du leicht angespannt. Ja, manchmal haben betrunkene Nächte nüchterne Morgende. Und nüchterne Morgende haben Realisationen. Und diese Realisationen sitzen dann neben dir im Bett und wollen quatschen.
Marketingmanager, Französischprofessorin, Medizintechniker. Gibt es keine normalen Jobs auf dieser Welt? Sind alle schon vergeben. Davon könnte man mir gerne einen abgeben. Ah, Was ist denn los? ich komme einfach auf nichts. Du hast keine Idee? Ich kenne dich schon mein ganzes Leben lang und habe dich noch nie ideenlos erlebt. Komm du mal auf eine Brettspielidee. Hm? Brettspiele. Sind die im Vergleich zu Videospielen nicht eigentlich schon etwas altmodisch? Altmodisch ist gut. Die Brettspielindustrie ist seit Jahrzehnten nicht mehr das, was sie mal war. Und jetzt liegt es an meinem großen Bruder, eine sterbende Industrie zu retten. Jetzt sei nicht so dramatisch, Drama Queen. Ich bin vieles, aber vor allem die beste aller Drama Queens. Wenn du jetzt auch noch Brettspielprofi wärst, dann wäre mir richtig geholfen. Ich glaube, ich hätte sogar was. Wirklich? Wenn du mir jetzt Hoffnungen setzt, nur um sie dann grausamst zu zerschmettern, dann schläfst du heute im Vorzimmer. Nein. Warte mal, wie ist dieses eine Spiel, das wir als Kinder immer gespielt haben? Ach, das Spiel. Wir haben als Kinder viele Spiele gespielt. Nein, ich meine, dieses eine. Du warst der Cop, ich war sowas wie ein Bankräuber und du musstest mich fangen und dann überführen. Räuber und Gendarm. Ja, ganz genau. Das ist aber kein Brettspiel, sondern mehr ein... Also, okay, habe ich Superkräfte und habe dich gerade eingefroren? Nein, aber was wenn ein Spieler ein Polizist ist und der andere ein Krimineller und alle anderen sind Zivilisten. Und der Job des Polizisten wäre es, den Kriminellen zu überführen. Klingt gut, aber wie genau macht er das? Ach, da lasse ich mir was einfallen. Und da ist er schon wieder im Ideenfieber. Wenn man alles so leicht aufheitern könnte wie du. Du darfst so lange bleiben, wie du willst, Schwesterherz. Ist auch nicht ganz leicht. Entschuldigung, groß, dünn. Superman könnte mir keine Konkurrenz machen. Also das Ego einer Sportness hast du schon mal. Fehlt nur noch die Zeit. Sag einmal, treibst du eigentlich nichts anderes außer Uni und Trainieren? Naja, schon ein Freundeskreis, mit dem ich mich immer wieder treffe. Mit Mara. Alles okay? Ja, passt schon. Ich weiß nicht, du hast gerade den Namen gesagt und irgendwie bist du sofort in ein schwarzes Loch abgesagt. Ich nehme mal an, deine Ex? Schön wär's. Aber Ich will dir ja nicht ganz genau nachhaken, aber ich bin richtig gut in gebrochene Herzen heilen. studierst du Psychologie oder wie? Nein, ich kann einfach gut zuhören. Und wenn es langweilig wird, dann klingt sich mein Hirn sowieso aus. War eh nix. Ich habe für sie halt Gefühle gehabt und sie für mich nicht. Weißt du, wie viele Leute sich cremen, nur weil andere nicht mit ihnen schlafen wollen? Bei ihr ist es was anderes. Sie ist wunderschön, unglaublich klug und sie stinkt nicht. Tja, aber sie ist auch gleichzeitig nicht an dir interessiert. Andere aber schon. Boah, Alter, ich sag dir, so eine Dusche am Morgen nach so einer Nacht ist echt super. Das orange Shampoo war übrigens auch nicht so schlecht. Oranges? Ich hab kein Orangen-Shampoo. Ist sicher das im Bad? Ah, ja, das ist Orangensaft. Du hast Orangensaft in der Dusche? Ja, manchmal werde ich halt lustig beim Duschen. Du bist echt ein seltsamer Typ, Leo. Seltsam? Ja, aber seltsam ist was Gutes in der heutigen Zeit. Wirklich. Ohne seltsame Leute wird es keine geniale Kunst geben. Du solltest übrigens wieder mehr Gitarre spielen. Ja, ich weiß. Aber ich habe irgendwie einfach keine Lust drauf. Du brauchst einen Motivator, mein Freund. Zum Beispiel? Ja, weiß ich nicht. Irgendwas Schönes, irgendwas, was dir Freude macht. Ja, bis jetzt waren das meine Leute. Ja, siehst Aber was? Genau deswegen
das, was gestern war, muss eine einmalige Sache bleiben. Wegen Jules. Ja, wegen Jules. Glaubst du wirklich, dass sie so unreif ist, dass sie das nicht verstehen würde? Nicht unreif, aber sie hat halt mit dir schlechte Erfahrungen gemacht und ich, Genie, ihr bester Freund, habe genau mit der schlechten Erfahrung geschlafen. Mach dir keinen Kopf. Ich bin alt genug, um das zu verstehen. Wirklich? Hallo Daniela. Hallo Patrick. Hast du das Schild draußen nicht gesehen? Schild? Ja, wir haben heute geschlossen. Es ist Donnerstagabend. Ja, aber ich bin momentan alleine und deshalb brauche ich einen Abend, wo ich die Bar putzen kann. Darum sind die anderen nicht da. Ja, habt ihr euch nicht zusammengerufen? Ich bin schon so gewohnt, dass ich einfach herkomme, dass ich einfach vergessen habe anzurufen. Ah, okay. Ja, tut mir leid, was das, seitdem die Lisa weg ist echt schwierig momentan. Warum suchst du dir keine Aushilfe? Ich habe schon gesagt, ich bin momentan alleine und ja, Inserate brauchen auch eine Zeit. Du verwaltest also alles selber. Ja, alles. Du bist ein Genie. Naja, wenn's zu ist, dann gehe ich mal wieder. Na, passt schon. Setz dich her, trink ein Bier, ich lade dich ein. Du bist eine Heilige. Da, schau. Ich hab gehört, du hast einen neuen Job. Ja. Anfangs war ich unsicher, aber mittlerweile, oder besser gesagt seit heute, habe ich wieder Hoffnung. Ja, super, das klingt ja gut. Ja. Ich hatte keine Ahnung, was für ein Spiel ich überhaupt erfinden sollte, aber nachdem ich meine Schwester auf unsere Kindheitsspiele angesprochen hat, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Hat sie dir was gebracht? Eine potenzielle Goldmine. Die klingt voll klug, deine Schwester. Ja, ist sie. Und wie ist sie das? Alles okay? Du sagtest, du brauchst eine Aushilfe. Was machen wir jetzt? Was? Naja, wegen dieser Information. Ach so, das. Naja. Ich hätte Hunger. Du hast schon verstanden, worauf wir hinaus wollt? Ja, habe ich. Ciao. Wir könnten uns da jetzt den Kopf zerdenken und uns Gedanken drüber machen, wie schaut unsere Zukunft aus. Aber wozu? Ich hatte gestern Spaß. Ich denke, du hattest auch Spaß. Und deswegen lassen wir es einfach auf uns zukommen. Und naja, ich habe Hunger. Du bist süß pragmatisch. Und du machst dir süß Gedanken. Okay, das wird mir jetzt zu kitschig. Ich hätte Lust auf Pizza. Italienisch. Ich stehe auf Frauen, die wissen, was sie wollen. Kitsch. Johnny for my girl. Pizza für mein Mädchen. Jules, Leo, hi. ich muss dir was sagen. Okay, was ist los? Ich habe voll verkackt. Okay, was ist passiert? Hast du wen umgebracht? Ich habe mit Marc geschlafen. Du hast was? Ich habe ihn vom Bahnhof abgeholt und zu seiner Wohnung gebracht. Und dann haben wir ein Bier getrunken und dann noch eins und dann haben wir uns geküsst und es war schon zu spät. Du nennst dich meinen besten Freund und dann schlafst du mit meinem Ex. Ich wollte nicht, dass so endet. Es tut mir leid. Boah, also jetzt habe ich wirklich keine Chance gehabt, mit dir mitzuhalten. Also der Schnellste bist du echt nicht. Hä?